And I would like to continue. So, wir machen jetzt weiter mit dem nächsten Teil. Hanno Rutherpil ist hier bei uns. Zum Glück hat er es geschafft, rechtzeitig in Berlin zu sein. Und Associate Research Scientist an der Yale School of the Environment an der Universität Yale in Connecticut in den USA. Er ist Mitglied des lokalen Tobacco Centers of Regulatory Science. Sehr interessant, es gibt da verschiedene Zentren in den USA. Und er forscht zur potenziellen Reaktivität von E-Liquid-Inhaltsstoffen sowie zu deren toxikologischer Wirkungsweise. Er hat promoviert an der McGill-Universität in Montreal in Kanada zu Weichmacher-Alternativen. Ursprünglich war er mal in Oldenburg an der Karl von Ossietzky-Universität. Sehr schön, dass Sie hier sind. Und wir sind gespannt auf den Vortrag. Okay. Ah ja, das halte ich. Okay, das machen wir so. Okay. Ah ja, damit macht die Slides. Okay, super, vielen Dank. Also, ich teile mich jetzt auch mal selbst hier. Also, ich bin Hanno Rutherpil, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Auch danke an das BFR für die Möglichkeit, hier Teile meiner Forschung vortragen zu können. Eine kleine Warnung zu Anfang. Sie müssen entschuldigen, dass ich manchmal vielleicht einen Begriff auf Deutsch nicht weiß. Ich kommuniziere selten meine Arbeit auf Deutsch, aber ich mache das gerne heute hier so. Also, vorweg, es besteht kein Interessenkonflikt und der Inhalt ist die alleinige Verantwortung von mir und nicht unbedingt die Ansichten des US National Institute of Health. Das ist so ein Standardtext für diese Funding. Heute wollte ich 3 Themen besprechen, vor allem chemische Reaktionen zwischen E-Liquid-Inhaltsstoffen, aber auch kurze Folien zu synthetischen Kühlwirkstoffen und auch 1-2 Slides zu synthetischen Nikotin, weil das derzeit so ein Thema ist, vor allem in den USA. Ich erzähle Ihnen wahrscheinlich hier nichts Neues. Kurze Zusammenfassung. Typische E-Liquid-Inhaltsstoffe sind Propylenglykol, PG, Glycerin, VG, VG, als Base oder als Chemiker würde ich auch sagen als Lösungsmittel vielleicht. Dann haben wir natürlich Nikotin, Nikotinsalze, da braucht man dann die Säure dazu, das ist oft Benzoesäure, da gibt es aber auch andere Säuren, die das Salz formen. Und dann haben wir diesen großen Bereich der Geschmacksstoffe, oft auch nur so auf der Packung indiziert als Geschmacksstoffe. Und ich habe zum Spaß mal die erwähnten Top 10 von 213 aus der Reinske-Tal-Hut-Studie hier aufgezeichnet. Das sind eben viele, hier 213. Wenn man über Geschmacksstoffe spricht, kann man über Aldehyde sprechen. Es gibt eben viele aldehydische Geschmacksstoffe. Hier sind ein paar genannt. Benzaldehyd macht einen Kirsch- oder Mandelgeschmack. Vanillin in Vanille. Anisaldehyd Anis. Peperonal Mandelvanille. Zimtaldehyd Zimt. Und Citral ist interessant, das ist Zitrus oder wer von Ihnen die NIM2-Bonbons kennt, das riecht im Grunde genauso. Was haben diese alle gemeinsam? Diese haben eben alle diese Aldehydgruppe, die da oben in Orange eingekreist ist. Das haben die gemein und wenn man einen Chemiker fragt, dann wird er sagen, naja gut, Aldehyde können mit Alkoholen reagieren und können dann diese sogenannten Acetale formen. Hier zum Beispiel Vanillin als Aldehyd, das mit dem Diol, also 2 Alkoholgruppen am Propylenglykol reagieren kann und dann oben sozusagen so einen Hut draufsetzt aus Vanillin. Genauso könnte Glycerol das machen. Glycerol hat 3 Alkoholgruppen. Da können dann dementsprechend entweder die beiden Alkoholgruppen, die nah aneinander sind, die beiden blauen reagieren, oder die beiden, die weiter entfernt sind. Und so kriegt man allein schon so 2 strukturelle Isomere bei dieser Reaktion. Wir haben dann ein simples Experiment gemacht, haben ein paar von diesen Aldehyden einfach in Propylenglykol getan. Ich glaube 20 Milligramm pro Gramm, das ist vielleicht mehr als in manchen E-Liquids, aber schon noch in einem Bereich, die man finden kann.
Und auf dem Graphen sieht man nun auf der X-Achse die Zeit und auf der Y-Achse die Molfraktion des Acetals, sprich wie viel vom Aldehyd hat reagiert zum Acetal. Bei einer 1 ist alles reagiert zum Acetal und bei einer 0 ist eben noch alles Aldehyd. Und man kann hier gut sehen, dass abhängig vom Aldehyd die Reaktionsgeschwindigkeit variiert, aber auch sozusagen diese Gleichgewichtskonzentration, die sich dann einstellt, bei vielleicht 50% fürs Vanillin, aber auch deutlich höher zum Beispiel beim Benzaldehyd. Diese Versuche sind gemacht worden bei Raumtemperatur und also im Grunde im Labor, Luftfeuchtigkeit 20-50%, keine besonderen Konditionen. Natürlich ist das jetzt ein simplifiziertes E-Liquid. Die sind dann rangegangen und haben einfach kommerzielle E-Liquids genommen und dort nach diesen Acetalen gesucht. Amerikanische natürlich da sind, in Vanille und Kirsch-E-Liquids, aber auch in diesem Joule Crème Brûlée, was so eine Vanille-Dessert-Flavor ist, und haben diese dort also auch nachweisen können, die Acetale. Und haben dann im nächsten Schritt auch geguckt, ob diese Acetale das Aerosol erreichen und damit eben auch den Nutzer. Dazu haben wir eine Apparatur, wo wir das Vapen simulieren und dann mit flüssigem Stickstoff das Aerosol einfrieren und dann gucken können, ob diese Stoffe da auch sind. Und haben dann eben für diese E-Liquids, 60-70% Übertrag ins Aerosol gefunden. Sprich, diese Stoffe sind nicht nur im E-Liquid drin, sondern die erreichen eben auch den Nutzer, weil es mit dem Aerosol übertragen wird. Beide E-Zigaretten hier sind relativ schwach oder haben eine niedrige Leistung, beide Joule, und diese Cigar-like ist eine dieser ersten Generationen, die noch so ein bisschen aussieht wie eine Zigarette. Also, da ist mal kurz zusammengefasst hier, die Aromastoffe, die aldehydischen Aromastoffe bilden eben Acetale mit Propylenglykol und Glycerol unter normalen Lagerungsbedingungen. Wir haben diese Acetale in kommerziellen E-Liquids finden können. Diese erreichen den Nutzer, also das Aerosol und damit den Nutzer. Und im wässrigen Milieu der Atemwege sind diese ausreichend stabil, um dort einen Effekt zu haben. Die Daten habe ich jetzt hier nicht gezeigt. Die Reaktion kann eben auch in die andere Richtung gehen. Kommen die Acetale mit Wasser in Berührung, reagieren sie sozusagen zurück. Und das passiert aber innerhalb von Stunden bis Tagen und nicht Sekunden bis Minuten, in denen ein Nutzer diesen ausgesetzt wäre. Das heißt, die Frage stellt sich dann, was für physiologische Effekte haben die möglicherweise? Da haben wir Arbeit gemacht zusammen mit der Gruppe von Professor Sven-Erik Jord in Duke University, die viel mit diesen Reizstoffrezeptoren arbeiten, Ionenkanäle, die in den Atemwegen vorhanden sind und eine Reizung anzeigen. Hier ist es zum Beispiel dieses TRPA1 und TRPV1. Und was man sehen kann in diesen Dosis-Wirkungskurven hier ist, dass die Acetale in Orange eine andere Reaktion hervorrufen als das pure Vanillin. Sprich, das Reaktionsprodukt aktiviert diese Reizstoffrezeptoren stärker als das zugehörige Aldehyd, in diesem Fall von Vanillin. Also eine andere physiologische Wirkung als das Vanillin selbst. In einem weiteren Assay, in diesem Live-Dead-Assay, wurden Zellen diesen Stoffen ausgesetzt und es wurde eben gemessen, wie viele Zellen noch am Leben sind. Und auch da sieht man, dass das Benzaldehyd, in diesem Fall nicht Vanillin, sondern Benzaldehyd, Propylenglykolacetal, mehr tote Zellen verursacht hat als das pure Benzaldehyd. Auch da wieder, das Reaktionsprodukt hat einfach andere Eigenschaften als das Aldehyd, aus dem es entstanden ist. Sprich, ich glaube, man kann da sagen, erste Erkenntnisse zeigen, dass Acetale andere physiologische Eigenschaften haben als die zugehörigen Aldehyde. Und dann stellt sich natürlich sofort die Frage, ist eine Liste von Inhaltsstoffen ausreichend, wenn diese Inhaltsstoffe miteinander reagieren? Und wir haben da dazu zu dem Thema dieses aufgeschrieben, mehr oder weniger, dass Inhaltsstoffe von E-Liquids eben nicht nur auf Herstellerangaben beruhen sollten, sondern dass da auch eine Analyse
sowohl des puren E-Liquids als auch des Aerosols erfolgen sollte, um wirklich zu wissen, was eigentlich den Nutzer erreicht. Und dann nur, wenn eben so alle Stoffe bekannt sind, denen ein Nutzer ausgesetzt ist und wenn zusätzlich auch die inhalative Viskosität aller Stoffe bekannt ist, kann eine Gefahr und Risiko wirklich abgewegt werden. Gut, das ist das Thema Reaktivität. Wir haben zuletzt viel gearbeitet an diesen synthetischen Kühlwirkstoffen, im Englischen ein bisschen einfacher, einfach als Coolant bezeichnet. Menthol ist Ihnen natürlich geläufig, ist ein natürlicher Kühlwirkstoff, der mit dem Inhalieren das Reiz- und Schmerzempfinden im Atemtrakt vermindert, auch die Bioverfügbarkeit von Nikotin erhöht. Und aus dem Grund ja auch in Europa und in Kanada mittlerweile verboten ist. Wenn ich richtig informiert bin, in den USA ist es auf dem Weg, dass es aus den normalen Zigaretten verboten wird, Menthol. Nun kommt die Firma Wilkinson Sword ins Spiel, die in den 1970ern daran geforscht hat, dieses Menthol zu ersetzen mit Stoffen, die zwar kühlend wirken, aber diesen charakteristischen Geruch haben und möglicherweise zu Tränenbildung führen beim Rasieren. Ich glaube, das war die Idee dahinter. Und diese haben dann sozusagen auf den Weg in die Tabakindustrie oder jetzt in die E-Liquid-Industrie gefunden. Wir haben da eine Studie gemacht, wo wir Juul E-Liquids aus 6 Ländern verglichen haben: USA, Kanada und dann Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien. Da die europäischen sehr gleich waren, haben wir die alle gruppiert in eine Europagruppe. Und was man sehen kann hier, ist, dass die Aromastoffe Vanillin, Menthol, Undecalacton, Ethylbutyrat niedriger sind in den europäischen Liquids. Könnte natürlich nur daran liegen, dass die Präferenz von EU-Konsumenten einfach anders ist. Könnte auch daran liegen, dass der Nikotingehalt ja in Europa niedriger sein muss in E-Liquids. Aber was interessant ist, ist, dass eben diese Reduktion in Menthol im europäischen E-Liquid ausgeglichen wurde durch den Einsatz von diesem WS3, was eins dieser synthetischen Kühlwirkstoffe ist, den ich da einfach in Blau oben drauf gesetzt habe, weil er eben kühlend wirkt wie das Menthol. Wir haben auch in US-amerikanischen E-Liquids nach diesen synthetischen Kühlwirkstoffen gesucht und haben da, glaube ich, in insgesamt 45 diese gefunden in Konzentrationen zwischen 1 und 36 Milligramm pro Gramm. Das ist relativ im Rahmen, wie so Aromastoffe vorhanden sind. Vor allem aber eben dieses WS3 und haben da auch in ein paar Experimenten zeigen können, dass im Grunde fast 100% dieses Stoffs den Nutzer auch erreicht, was natürlich auch Sinn macht, wenn es dazugegeben wird. Die Frage bei den synthetischen Kühlwirkstoffen ist, dass die inhalativen Effekte eben weitgehend unbekannt sind bei diesen Stoffen. Gibt es da eine Toxizität? Ist die physiologische Wirkung genau wie die von Menthol oder nicht? Das sind offene Fragen. Und gerade wenn man über Gesetzgebung nachdenkt, die oft ja auf diesem charakteristischen Geruch oder Geschmack basiert, kann man dann schnell die Frage stellen, sind diese Stoffe möglicherweise ein Weg, ein Mentholband zu umgehen, da diese ja nur kühlen, aber keinen charakteristischen Geruch oder Geschmack haben. Da gibt es Beispiele. In Deutschland in Zigaretten sind zum Beispiel die kompletten Stoffklassen, also diese Backbones, verboten und so können diese also gar nicht in den Zigaretten vorhanden sein. Und wir haben auch gerade schon über Kanada gehört, die ja mit diesen Positivlisten arbeiten, wo dann drin steht, welche Stoffe überhaupt drin sein dürfen und damit alle anderen exkludiert sind. Okay, noch 2 Slides zu synthetischem Nikotin. Die US Food and Drug Administration ist für die Regulierung von aus Tabak gewonnenem Nikotin zuständig. Und natürliches Nikotin ist zu ungefähr 99% S-Nikotin. Die beiden Stereoisomere habe ich hier mal aufgezeichnet. Synthetisches Nikotin ist natürlich viel teurer, als es aus der Tabakpflanze zu extrahieren. Aber bis Mitte März 2022, also ganz recently,
stand dieses eben nicht unter FDA-Aufsicht. Und viele Hersteller sind auf dieses synthetische Nikotin umgestiegen, um einfach eine Regulierung durch die FDA zu umgehen. Das ist nun, hat sich nun geändert. Eben im März 2022 ist dieses Gesetz verabschiedet worden, dass eben auch synthetisches Nikotin unter der FDA-Aufsicht steht. Aber das heißt momentan immer noch, dass viele US-Nutzer derzeit synthetisches Nikotin benutzen. Und synthetisches Nikotin gibt es verschiedene Anbieter, aber einer der Anbieter, da ist das eine racemische Mischung, also 50-50 von dem S- und dem R-Nikotin. Und auch da wieder ist sehr begrenztes Wissen über diese physiologischen Wirkungen von dem R-Nikotin, dem nicht natürlichen Isomer. Eine Sache, die man weiß zum Beispiel, ist, dass diese Nikotinrezeptoren im Gehirn weniger stark auf das R-Nikotin reagieren als auf das S-Nikotin. Und das hat natürlich auch viele Folgen. Gut, also in Zusammenfassung, Inhaltsstoffe von E-Liquids können miteinander reagieren und so neue Stoffe mit neuen physiologischen Eigenschaften bilden, ohne dass Nutzer oder Regulierer von diesen wissen. Und Stoffe, deren inhalative Toxizität nicht ausreichend bekannt ist, sage ich jetzt einfach mal, sollten nicht in E-Liquids verwendet werden, zum Beispiel eben diese synthetischen Kühlwirkstoffe oder auch racemisches Nikotin. Danksagungen hier. Wir sind, wie gesagt, von den National Institutes of Health finanziert, haben zusammengearbeitet mit Professor Jord an der Duke University. Da sind natürlich immer viele Studenten und Studentinnen involviert. Danke Ihnen für die Einladung und für die Aufmerksamkeit.